Frau Andrea, im Alter von 29 Jahren machten Sie eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Ja, wie kam es dazu? Ich war damals mit meinem Ex-Mann und mit meiner Tochter, wir waren im Auto unterwegs. Meine Tochter war da vielleicht so 3 Monate alt. Das heißt, wir hatten Hunger und konnten aber natürlich jetzt nicht das Auto verlassen. Ja. Wir kamen dann auf die Idee, bei McDonald's kurz was zu essen zu besorgen und es einfach nur heraus außerhalb des Autos am Parkplatz zu essen, sodass die Kleine weiter schlafen kann. Und ja, mein Ex-Mann kam, brachte das Essen, ich habe getrunken und von dem Zeitpunkt an weiß ich aus seiner Erzählung, dass ich wie ein Sack zusammengefallen bin und laut seinen Aussagen nicht mehr geatmet habe. Durften so, er war Rotkreuzhelfer, ja, also auch so eine Sache, war für ihn schon anders betrachtet als für normal. Ja. Er hat gesagt, ich habe 5 Minuten nicht geatmet. Es war relativ nahe vom Krankenhaus. Die Rettung kam innerhalb kürzester Zeit, das war ja nur ein halber Kilometer hin. Und dann kamen diese Rotkreuzhelfer und haben mich beatmet. Aber was ich wahrgenommen hatte, ich stehe, trinke mein Getränk und sehe dann plötzlich da so 3, 4 Meter weg eine Schar von Menschen, die um etwas stehen. Und ich denke mir, was ist denn da drüben? Und drehe mich um, okay, meine Tochter schläft. Ich kann jetzt mal kurz diese 2, 3 Meter rübergehen und mal gucken, was da los ist. Und gehe dann darüber und denke mir, wieso beachtet mich denn keiner? Und hat im Endeffekt das Gefühl, die rempeln mich an, steigen mir auf die Zähne rum und ich habe mich schon geärgert. Ich habe mich richtig geärgert, weil die sich so fragwürdig verhalten. Ja? Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nur gesehen, da dürfte so ein Mensch zwischen den am Boden liegen, ja, und vor lauter vieler Menschen habe ich nicht gesehen, wer das war, bück mich dann runter und denke mir, ja, zieht dir doch wenigstens mal den Rock runter, der sieht doch jeder, starrt doch jeder auf die Unterhose, was soll das, könnt ihr denn nicht euch normal verhalten, ja, steht da rum, nur blöd und also richtig ein ganz normaler Ärger, den man auch haben würde innerhalb seines Körpers. Ich wusste definitiv nicht, dass ich außerhalb meines Körpers bin. Meine Wahrnehmung war eine ganz normale, wie wenn ich, außer eben das mir keiner gesehen hat, aber das fiel mir zu dem Zeitpunkt auch nicht real auf. Dann habe ich mich gebückt, habe dann versucht, dahin zu greifen und den Rock runterzuziehen. Aber sobald ich diese Person berührt habe, zog es mich rein. Den Sog habe ich aber dann auch nicht gespürt, sondern ich lag plötzlich am Boden, gucke nach oben, werde beatmet, denke, bin ich, was ist das, ja? Wieso bin ich plötzlich am Boden und kann mich nicht mehr bewegen? Ich bin doch gerade noch gegangen. Also das war so diese Erfahrung. Ich habe in dieser Erfahrung keine Lichter gesehen. Ich habe keine Verstorbenen gesehen. Meine Zeit war ja auch noch nicht zu Ende. Ja, das ist so diese Erfahrung. Wie lange war es nach Ihrem Gefühl, dieser außerkörperliche Zustand? Ja, ich würde jetzt einmal sagen, so 4 bis 5 Minuten. Also es in etwa deckt sich mit dem Zeitraum, was mein Ex-Mann erzählte, wo ich nicht geatmet habe, bis dann die Rettung kam und mich an Sauerstoff anschloss. Wie ging es dann weiter? Ja, ich wurde eben nachher dann ins Krankenhaus gebracht. Ich war extremst entkräftet. Ich konnte mich nicht bewegen, aber nicht, weil ich Schmerzen gehabt habe, sondern weil es so schwer war. Ja. Also es war irgendwie so, nicht schwer, schlaff. Und
habe dann einiges an Infusionen bekommen, Traubenzucker, egal was, hatte dann sehr, sehr viele Untersuchungen, EKG, EEG, aber es wurde nichts festgestellt. Ja? Die Frage an sich blieb auch übrig, wie es denn sein kann, dass ich 5 Minuten nicht atme und aber normal bin. Ja, es ist kein Gehirntod, keine Gedankenaussetzer, sondern ja, normal bin. Was für Auswirkungen hatte diese Nahtoderfahrung auf Ihr weiteres Leben? Die sicherste Auswirkung ist einmal das, dass ich zu 100% sicher weiß, in mir ist eine Seele und das bin ich. Diese Seele hat exakt meinen Gefühlskörper. Eben, ich ärgere mich, weil mir die auf die Zehen steigen, dabei sehen mich die nicht. Ja. Aber oder zieht ihr doch endlich einmal den Rock runter. Ja. Dieser Gefühlskörper der Seele das bin ich. Ja. Das Äußere, das ist mein Körper. Der ist wie ein Auto, den kann ich wechseln. So ungefähr, ja. Und es ist natürlich die Seele mit dem Körper verbunden, ja. Und das ist jetzt nicht ganz so einfach, den Körper wie ein Auto zu wechseln, natürlich nicht. Aber es ist ein anderer Bezug. Auch habe mich danach dann um ein Vielfaches mehr dann grenzwertige Themen interessiert, ja, weil mir konnte das nicht erklärt werden, ja. Also die Ärzte haben mich eher als irgendwie, 5 Minuten kannst du nicht geatmet haben, also das ist unmöglich, ja, weil sonst wärst du Hirntod. Das war vielleicht eine halbe Minute. Also ich war nicht anwesend, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mein Ex-Mann sagte, ich habe nicht geatmet und der ist jahrelang beim Roten Kreuz gewesen. Ich nehme schon an, dass er das feststellen kann. Er hat auf die Uhr geschaut, wie lange es ist, wo man einfach diese grenzwertigen Themen verniedlicht werden. Das heißt, die Menschen, die solche Erfahrungen machen, werden dann nicht wahrgenommen, nicht beachtet. Ihre Erfahrungen sind gelogen oder eingebildet. Ja? Und die glauben, etwas zu wissen, die drücken dir das einfach dann so drauf und das hast du dann so zum Akzeptieren, weil kann ja nur so sein, wie sie glauben. Obwohl sie keine Ahnung haben, was wirklich ist. Frau Andrea, hat sich Ihre Wahrnehmungsfähigkeit für geistige Dinge noch etwas verändert gegenüber vor der Nahtoderfahrung? Ja, sie ist schärfer geworden. Diese Wahrnehmungsfähigkeit ist bei mir von Kleinkind an vorhanden und um ein höheres Maß ausgebildet als bei vielen anderen. Einmal war ich so 15, da war ich mit einer Freundin in einem Internat und ja, wir hatten uns von der Hintertür den Schlüssel noch machen lassen. Sind natürlich dann abends, nachts unterwegs gewesen. Und dann kam ich einmal nach Hause, so um 13 Uhr am Nachmittag und ich weiß, heute ist Heimkontrolle. Ich versuche natürlich die anderen zu bewegen, dass sie zu Hause bleiben. Nein, die gehen. Und ich denke mir so um 11:30, Andrea, du bist verrückt. Du hast jetzt die ganze Zeit Angst und es ist nichts. 5 Minuten später gehen im ganzen Haus die Lichter an und es war die Heimkontrolle. Und diese Informationen, die ich so auf unterschiedlichsten Wegen erhalte, die haben sich nachher dann nach dieser Nahtoderfahrung, die haben sich verschärft, die sind stärker geworden. Ganz unterschiedliche Sachen, Dinge, die mich betreffen, Dinge, die mich nicht betreffen, die Kollegen betroffen hatten, Sind diese Wahrnehmungen vor allem eine gewisse Vorschau über Dinge, die eintreffen werden?
Genau, also eine Vorschau über Dinge, die eintreffen werden, die in kürzeres Distanz eintreffen und auch eingetroffen sind. Allerdings auch vergangenheitliche Themen war, wenn man mit irgendwelchen Menschen ich begegnet bin und ich habe gesehen, wo die Blockade ist. In welchem Lebenszeitalter was war. So, das ist wie so eine Art Film, wie so, wenn man am Fernseher andrehst und siehst so ein ganz kurzes Stück von einem Film und du siehst einfach, da war diese Situation und daraus ist halt dann diese Thematik entstanden. Ja. Musste allerdings dann noch weiter nachgefragt werden, weil in dem Püt war zu wenig Inhalt, dass ja, für mich auch, kann das sein, ist das jetzt wirklich, hat das mit dem zu tun? Ich musste dann schon fragen, kannst du dich an sowas erinnern, war das bei dir? Und auch diese Dinge haben dann immer zugetroffen. Auch welche, wo ich mir dachte, das ist verrückt, ja. Ein Freund, ein ehemaliger Freund mal, der dürfte als Kind wohl mit 4 Jahren wohl von einem Auto angefahren worden sein. Und ich dachte mir natürlich, als ich das sah, das ist wahrscheinlich eine fragwürdige Vorstellung von mir. Nein, es hat allerdings gestimmt. Er wurde wirklich von einem Auto überfahren mit circa 4 Jahren. Und ich kann ja das Alter, wenn ich so ein Kind sehe, nur in etwa schätzen. Ja, wie wird es ungefähr gewesen sein? Und dann frage ich halt, ist da was dran? Es war halt dann so, dass diese Menschen mitunter dann sehr komisch reagieren. Was fragst du mich da? Wieso? Wie kommst du drauf? Weil es natürlich etwas ungewöhnlich ist, dass man da solche Fragen stellt. Was haben Sie für eine Meinung über Menschen, die sagen, Nahtoderfahrungen gibt es nicht, das sind einfach irgendwelche Substanzen, die das Hirn ausschüttet in Notfällen? Ja, das sage ich jetzt ganz einfach. Vor ungefähr 100 Jahren hätte man wahrscheinlich Menschen verbrannt, die mit Handy telefoniert haben, weil das wäre wahrscheinlich irgendein magisches Instrument gewesen und es ist unmöglich und reine Einbildung. Ja. Es ist so, bloß weil die Menschen diese Erfahrung selber nicht gemacht haben, heißt es noch lange nicht, dass es das nicht gibt. Es gibt so diese Urkulturen, nehmen wir die Aborigines, die unterhalten sich über Telepathie über hunderte Kilometer hinweg. Ja? Und die haben das von Kleinkind an erlernt. Für die ist das Normalität. Und wenn bei uns in unseren veralteten Regionen es auch Normalität wäre, würden wir das auch können. Und ich sage deswegen veralteten Regionen. Warum? Weil so viele Dogmen hier herrschen. Es werden so viele Dinge akzeptiert, aber Menschen, die außergewöhnliche, grenzwertige Fähigkeiten haben, werden heutzutage immer noch als Hexe, als von der muss ich mich fernhalten, als die ist ja komisch oder man darf denen Menschen helfen, aber weit daran nicht, weil könnte ja gefährlich werden. Und das sind diese veralteten Regionen, wo ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass hier diese Dogmen aufgestellt wurden, vorwiegend durch das Christentum, wo ja nur ein einziger über alles herrschen darf und das ist der Papst und alles andere wurde verboten und dass das aus diesem Verbot heraus einfach immer noch sehr viele Ängste da sind, die sich einfach noch nicht aufgelöst haben. Frau Andrea, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke sehr gerne.